Wir sind wieder als österreichische Polizei unterwegs und das Wetter ist nicht so cool. Typisches Aprilwetter hier am Start. Alter, ich raste aus, Alter. Ich raste komplett aus. Ja, da will die Polizei am besten nicht aussteigen aus dem Auto. Aber wir haben hier ein verlassenes Fahrzeug. Helmut, ich glaube, das müssen wir mal anschauen. Trotz Regen müssen wir hier raus. So, dann schauen wir mal. Ich überprüfe mal das Kennzeichen hier. Ja, wir durchsuchen mal das Fahrzeug. Oh, schöner Motorraum. Kann man nicht sagen. Oh, da ist einiges dabei. Braunes Pulver, klare Kristalle, hellbraunes Pulver, Morphium. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das würde ich jetzt reklamieren. Haben wir dann einen guten Riecher gehabt, Helmut? Ja, ich weiß, du willst wieder ins Auto zurück. Was soll das mit der Kälte eigentlich hier? Aber das kommt jetzt erstmal aufs Revier, dieses Fahrzeug, und dann wird es beschlagnahmt. Gut, ich würde sagen, wir fahren mal ins Dorf. So, mittlerweile sind wir in unserem bescheidenen Dörfchen angekommen. Das Regen hat leider immer noch nicht aufgehört. Und ich glaube, wir ziehen mal diesen LKW-Fahrer raus. Der parkt hier gerade wunderschön. Oder auch nicht. Bleiben Sie stehen. Kommen Sie mal kurz raus, junger Mann. Ich würde Sie gerne mal überprüfen. Haben Sie mal einen Führerschein? Zulassung bitte. Dankeschön. Benjamin. 91er Baujahr. Für das sehen Sie ziemlich alt aus. Okay. Lassen mal überprüfen auf der Dienststelle. Gegen ihn liegt nichts vor, also ist ein sauberer Junge. Dann können wir mal ein paar Fragen stellen. Haben Sie was getrunken? Ja, antwortet er mit Nö. Hat er nicht. Haben Sie Drogen genommen? Kein Geld, keine Drogen. Okay. Dann hat er irgendwas Illegales dabei. Oh, das stimmt nicht. Ich habe das Recht, Sie zu berühren. Dann machen wir gleich mal eine Durchsuchung. Am besten von meinem Partner. Okay, da hat er Streichhölzer, Metalllöffel, schwarzes Pulver und... Oje, oje. Du bist am Arsch. Bleiben Sie mal hier. Ich muss mal kurz überprüfen. Ja, Sie müssen mal mitkommen. Ich habe das Zeug jetzt überprüft. Man muss jetzt hier leider festnehmen. Gut. Und da wird er natürlich abgeholt. In der Zwischenzeit können wir natürlich das Fahrzeug noch untersuchen. Vielleicht finden wir hier noch was. Ja, da hat er einiges an Geld dabei und natürlich wieder Tabletten. Ah, ich glaube, der wollte hier was ausliefern. Das Fahrzeug wird erst nochmal beschlagnahmt und abgeschleppt. Der Typ wird dann mal abgeholt von unserer Streife. Die müsste eigentlich jeden Moment mal kommen. Ja, genau. ADAC kennt hier wieder nichts. Egal. ADAC sag ich schon. ÖMTC. Schrottet hier mein schönes Polizeiauto. Ach, ist schon wieder übelst deckig geworden. Da machen wir wieder mal sauber hier. Gut, die Kollegen sind schon da. Die wollen wir auch nicht länger aufhalten. Gut, dann geht's wieder weiter. Wir fahren mal ins Dorfzentrum. Okay, da haben wir einen Überfall reinbekommen. In unserem schönen Dorf. Das darf natürlich nicht passieren. Nein, doch. Da müssen wir natürlich schnell zuschlagen. Haben Sie schon aufgegeben oder was? Lassen Sie die Waffe fallen. Waffe fallen lassen. Warte mal, jetzt muss ich hier noch im Regen joggen gehen. Das gibt's ja gar nicht. Ha! Geil! Junger Mann, bleiben Sie stehen. Stehen bleiben oder wir werden das Feuer öffnen müssen. Ich werde natürlich nicht schießen. Mann, der hat hier wieder heimlich trainiert hier. Wir holen ihn langsam auf. Stehen bleiben. Mann, bleib doch stehen. Ich habe noch eine Unterstützung dazu gerufen. Vielleicht haben die Kollegen mit dem Auto besseres Glück. Und der läuft hier bis nach Los Santos. Das gibt's ja gar nicht. Helmut, häng dich dran. Übelste Scheiße hier am Start. Oh, Helmut hat einen Taser ausgepackt, das gibt's natürlich nicht. So, Hände hoch, Waffe fallen lassen. Junger Mann. Die machen es nur noch schlimmer, wenn sie nicht kooperieren. Ah, die Kollegen. Oh, die haben gerade einen anderen Einsatz, so wie es aussieht. So. Sie kommen erstmal mit. Runter von der Straße. Und da ist auch das Polizeirevier, da können Sie gleich mal da geben wir Sie gleich mal ab. Gut, ich wünsche einen schönen Aufenthalt hier im Polizeirevier. Und wir gehen wieder zurück zu unserem Auto. So, da sind wir wieder angekommen in unserem Auto. Jetzt schauen wir noch kurz darüber, weil da war ja noch ein defektes Fahrzeug. Und wir haben, glaube ich, noch eine
zweite Person, aber die wurde hier, glaube ich, nur eingeschüchtert. Der geht's noch gut. Alles klar bei Ihnen? Brauchen Sie einen Rettungswagen? Nehmen Sie mal auf, bitte. Oh, der hat hier Verdacht auf Drogen. Ich hätte gerne mal einen Drogentest bei Ihnen durchgeführt. Schauen Sie mal auf mein Stäbchen. Okay, Sie hat Marihuana geraucht. Da gibt's mal eine Geldstrafe. Die müssen Sie dann bezahlen. Sie können dann wieder nach Hause gehen. Sie bekommen dann Post von uns. Och nee. Ja, nicht so traurig sein. Und das Fahrzeug lassen wir natürlich noch von unserem guten Abschleppdienst abschleppen. Ja, dann haben wir es auch wieder geschafft hier. Ich sehe da noch einen roten Punkt, wir fahren da mal hin. Ist da noch jemand auf der Flucht? War das die zweite Person? Okay, was ist hier los? Oh, wow. Oh, da wird hier... Polizeikollege ist schon dran hier. Schön am Boden legen. Ja, der Kollege hat ja alles gut im Griff. Wunderbar gemacht. Das war, glaube ich, die zweite Person, die flüchtig war. Genau. Ja, da haben wir alles richtig gemacht. Sie werden natürlich einen Transport bekommen. Da können Sie gleich mit dem Kollegen mitfahren. Das Auto hat sie wahrscheinlich noch gestohlen. Ist natürlich auch abgeschleppt. So, der Transportbus kommt. Da können wir natürlich den Verkehr wieder freigeben. Ah, Drogen hat sie auch noch am Start. Okay. Aber der Drogentest wird dann auf dem Revier durchgeführt. Helmut, komm ins Trockene. Gut. Auto ist weg. Person ist abgeschleppt. Weiter geht's. Okay, wir haben hier einen Hilferuf einbekommen. Da ist einer verunfallt. In den Bergen, also da oben irgendwo. Da helfen wir natürlich aus. Das ist die Person da oben. Müssen wir mal schauen, dass wir hier einen Weg rauchen. Ah, ein Hirsch, bitte aus dem Weg hier. Gut, wir haben eine Straße gefunden. Dann schauen wir mal, ob wir der Person hier helfen können. Beziehungsweise die hätte sich ja selbst helfen können. Hä? Ah, da ist ein Tier. Aber da werden wir wahrscheinlich noch den Ding brauchen, die Animal Control, also die Jagdbehörde. Die sollen hier mal aufräumen kommen. Wo ist die junge Dame jetzt hin? Ah, die läuft. Oder der. Helmut rennt schon nach. Ich nehme das Auto, Helmut. Ich fahre auch mal hier in die Unterführung. Falls ich durchpasse. Jawohl. Bleiben Sie mal stehen, Sie haben hier nichts zu befürchten. Junge Dame. Oh Gott. Octavia hier wieder im übelsten Gelände unterwegs. Noch einmal stehen bleiben, bitte. Upsala. Das wollte ich nicht. Anzeige ist raus! Bleiben Sie mal stehen. Hallo. Kurz stehen bleiben. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Was haben Sie zu verbergen? Haben Sie gemeinsame Sache mit dem Wolf gemacht? In der Tat. Ich muss Sie erstmal festnehmen, aber Sie haben ja Alkohol am Start. Aber das macht normalerweise nichts, weil Sie sind ja zu Fuß unterwegs gewesen. Und Jessica Woods, was machen Sie an einem so verregneten Tag in den Bergen? Ha? Okay, Sie hat nichts zu verbergen, aber warum sind Sie weggelaufen? Ich möchte Sie gerne mal durchsuchen. Haben Sie irgendwelche illegalen Gegenstände bei sich? Eine Granate hat sie dabei. Das ist natürlich nicht erlaubt hier. Okay, da muss ich Sie leider mit aufs Revier nehmen. Sie haben hier illegale Waffen am Start. Gut, Helmut ist auch wieder da. Er sieht irgendwie nicht zufrieden aus. Helmut, ja, ich weiß, du hast ja das Wetter heute ein bisschen anders vorgestellt. Vor 10 Minuten hat die Sonne noch geschienen, dann hat's gepisst und jetzt schneit's, Alter. Da können wir doch nichts machen. Okay. Gut, da haben wir wieder einen Einsatz anbekommen. Da ist eine Person mit einer Waffe am Start hier. Muss man natürlich aufpassen, was jetzt genau abgeht. Da oben läuft jemand. Junger Mann, Waffe fallen lassen. Ja, wo läuft denn der hin? Er läuft hier auf dem Felsen. Okay, wir brauchen ja auch schon noch eine zusätzliche Einheit. Sicherheitshalber. Waffe fallen lassen, Kollege. Gut, schön hinlegen. Okay, da steht hier unter Alkohol ein Plus. Wir werden erstmal festgenommen von uns. Also hier eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. Und dann sollte auch der Kollege gleich mal mit auf die Wache nehmen. Ja gut. Ja Leute, falls euch das Video wieder gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag hier. Und tschüss.